Tobias Häusler und ich haben heute das Vergnügen, euch die Highlights des anstehenden Releases Vertex 6.8 vorzustellen. Wir haben das etwas gruppiert in 4 Hauptthemen. Das eine ist, wir haben die Phone-App überarbeitet, die wir Ihnen gerne einmal zeigen möchten. Zweites großes Highlight ist die Erweiterung und Überarbeitung unseres Business Intelligence Moduls. Und sicherlich auch ganz spannend für viele Anwenderinnen und Anwender ist die Volltextsuche, die integriert sein wird in Vertex 6.8. Und dann gibt es noch weitere neue Features. Ein paar werden wir kurz ansprechen. Keine Sorge, wir verraten nicht alles, damit der Spannungsbogen hoch bleibt, bis Sie die Release Notes in den Händen halten, die Sie dann hoffentlich auch alle durchlesen werden. Einmal zur Übersicht. Was zeigen wir Ihnen bei der Phone-App? Wir haben die Leistungs- und Abwesenheiten- und Präsenzzeitenerfassung überarbeitet. Die sieht ganz neu aus und neu wird es auch geben eine Vorschau auf Dokumente und auf E-Mails direkt in der Phone-App. Und dann werden wir Ihnen zeigen, wie eine Historie abbildbar ist auf Adressen und auf Projekten. Da können Sie dann eben die Aktivitätenhistorie auch entsprechend einsehen. Beim Business Intelligence Modul gibt es die Highlights. Wir haben jetzt neu eine verbesserte Datenvisualisierung. Unter anderem gibt es nun auch Kreisdiagramme in Vertex. Wir haben die Legende nochmal optimiert und verbessert. Und Sie können nun auch BI-Ansichten erstellen mit vordefinierten Kennzahlen, dass die schon direkt in der Ansicht verfügbar sind. Kann dann natürlich auch noch dynamisch erweitert werden. Und Sie können jetzt auch in der Standardansicht, zum Beispiel bei Stichwortordnern, Vertex-Ordner so einrichten, dass Sie per Klick direkt im BI-Modul landen und entsprechend die BI-Ansicht auf diesen Ordner dargestellt bekommen. Bei der Volltextsuche, was der Tobias Häusler Ihnen nachher zeigt, das heißt, es ist nicht ganz richtig, du wirst dann in die Rolle des Lars Sorenson schlüpfen, aber du zeigst es trotzdem, dass Sie mit der Volltextsuche auch Dokumente und E-Mails, also die Inhalte von Dokumenten und E-Mails mit durchsuchen können. Und sie ist auch nach Ihren eigenen Bedürfnissen konfigurierbar. Das heißt, welche Objekte durchsucht werden oder zum Beispiel auch Zusatzfelder, die durchsucht werden können, das können Sie dann für sich selber auch noch in Vertex konfigurieren. Und die weiteren neuen Features, viele Kunden, die ich kenne, haben darauf gewartet, ist der Spellchecker, also eine Rechtschreibprüfung, die in Vertex verfügbar sein wird ab 6.8. Und dann können wir auch aus LinkedIn direkt Adressen in die Phone-App übernehmen. Und was eben auch im Rahmen unseres Internationalisierungsprojektes ein wesentlicher Punkt ist, ist, dass mit 6.8 ein vollständig englisches Datenbankmodell verfügbar sein wird. Ja, das sind so die Highlights und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ach nee, wir hatten noch was, wir wollten noch die Demo machen. Damit zeigen wir Ihnen jetzt noch ein bisschen Software. Ich starte mal mit der Phone-App. Also ich bin jetzt mal der langjährigste Mitarbeiter der Vertex, der Christoph Keller. Das ist unser Dummy-User, den die meisten von Ihnen kennen werden. Den gibt es tatsächlich länger bei der Vertex als mich. Und der Christoph Keller, der ist nun auf dem Weg zu einem Kunden, zu der Blau AG. Und er ist jetzt hier auf seiner Phone-App bei den Adressen. Da sehen Sie schon oben, was neu ist. Ich kann also hier wählen, möchte ich die Firmen sehen, möchte ich nur die Kontakte sehen oder eben alle. Und dementsprechend werden mir die Adressen angezeigt. Standardmäßig zeigt er hier die betreuten Adressen an, die ich im Vertex bei mir unter betreuten Adressen sehe. Bleibt mal hier auf der Firma. Und jetzt wähle ich hier mal den ersten Punkt, die Blau AG aus. Und wenn wir darauf gehen, dann sehen Sie hier schon direkt die Aktivitätenhistorie. Untereinander weg, das Neueste ist also ganz oben. Das heißt, wir sehen hier unten eine Kundenanfrage, da möchte Herr Kleinkariert irgendetwas von uns und dann gab es eine Vorortbesichtigung, das unschlagbar attraktive Angebot und dann kam auch per E-Mail der Auftrag rein. Wir sehen hier auch immer an den Icons sofort, welche Form der Aktivität das ist. Und ganz oben sehe ich dann das Protokoll zur Ortsbegehung, das möchte ich mir auf dem Weg noch mal kurz anschauen. Wähle dann entsprechend hier die Aktivität aus und jetzt neu sehen Sie oben alle Eintragsinformationen zur Aktivität selbst, aber hier unten eben auch die Dokumentenvorschau. Dann gibt es da so ein kleines Auge, wenn ich darauf klicke, dann kann ich entsprechend das Dokument auch weiter öffnen und hier reinzoomen. Das sehen Sie jetzt wahrscheinlich von da hinten nicht mehr so gut, aber Sie könnten das Dokument jetzt hier auch aus der App entsprechend exportieren, können sich das ansehen und ich persönlich sehe zumindest hier, dass in Kürze ein umfangreiches Gutachten eingehen wird bei der Blau AG. Ich schließe das nochmal,
gehe zurück in meine Kundenübersicht. Hier unten sehen wir noch Opportunitäten und Projekte, die an der Blau AG hängen. Das heißt, ich kann dort auch gleich hin navigieren. Schaue zum Beispiel mal bei den Projekten. Da gibt es das Projekt Windanlage, irgendwas mit Vereisung, Rotorblätter. Das schaue ich mir mal näher an, klicke darauf und jetzt hier genau gleich bin ich halt im Projekt und bei den Aktivitäten, die unterhalb des Projektes liegen. Komischerweise finde ich hier kein Gutachten, Herr Sorenson. Da müssen wir mal drüber reden. Ich kann natürlich hier unten auch über den Plus-Button direkt neue Aktivitäten anlegen. Das tue ich einmal kurz, ordne hier vielleicht auch noch eine Phase zu und könnte jetzt hier einfach sagen, bitte Gutachten schicken. Und jetzt kann ich hier auch einen Termin, dann nehmen wir mal heute und als Zuständigkeit nehme ich meinen Kollegen, den Lars. Den suchen wir hier raus, den wähle ich hier aus und dementsprechend, wie Sie es aus den Full-Featured-Apps kennen, kann ich hier jetzt Aktivitäten zuordnen. Ich mache das in deutscher Freundlichkeit mit bitte ZZ, das steht für ziemlich zügig, damit du auch weißt, es sollte dann auch umgehend erledigt werden. Ich sage fertig und wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann sehen wir natürlich, wie sich hier die Aktivitätenhistorie füllt. So, während ich bei dem Kunden bin, gehen wir noch gemeinsam essen und dann würde ich natürlich auch ganz gerne diesen Spesenbeleg direkt in der Phone-App entsprechend mit aufnehmen und zuordnen. Das tun wir mal. Sie sehen hier, gibt es jetzt neu das Hauptmenü, das ist neu angeordnet. Zu der Leistungserfassung und den Abwesenheiten kommen wir gleich. Wir fangen mal mit den Spesen an und ich erfasse jetzt hier eine neue Spese, gehe auch hier wieder auf den Plus-Button, habe hier die Auswahl meiner Projekte, kann nun entweder oben suchen oder scrolle hier durch und gehe jetzt hier entsprechend auf das Projekt Windanlage, wähle hier die Phase Besprechung aus und Typ nehmen wir Food für Verpflegung. Und jetzt kann ich hier das Belegbild erfassen. Ich könnte jetzt das Foto machen und meinen Beleg abfotografieren, aber ich habe da mal was vorbereitet. Wir nehmen das aus der Galerie und ich wähle jetzt hier einen Spesenbeleg aus. Und was Sie sehen, Vertec arbeitet da einen kleinen Moment. Das ist jetzt die automatische Belegerkennung. Das setzt voraus, dass Sie das Modul Fremdkosten nutzen. Wenn Sie das aber noch nicht im Einsatz haben, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wir haben noch Lizenzen, kommen Sie einfach auf mich zu. Können wir das tun, ja? Gut, der Speseneintrag ist erfasst. Wir gehen mal zurück und als letztes möchte ich jetzt noch eine Leistung erfassen. Auch hier neu die Leistungserfassung. Die zeige ich Ihnen jetzt mal, wie das aussieht. Wir haben jetzt hier neu so ein Balkendiagramm an der Seite. Da sehe ich verschiedene Dinge. Oben sehe ich diesen kleinen schwarzen Strich bei der 8. Das zeigt mir meine Sollzeit an. 8 Stunden sind hier bei dem Christoph Keller hinterlegt. Und also zumindest ich habe heute Vormittag schon gearbeitet. Ich habe nämlich ganz viel analysiert. 4 Stunden lang, das ist hier eingetragen. Und dann sieht man hier diesen grau hinterlegten Balken. Das ist einfach meine Präsenzzeit, die ich hier auf dem zweiten Reiter erfassen kann. Und dementsprechend gehen dann die Leistungen dagegen. Und es gibt hier auch einen Farbcode, das heißt, ich sehe, diese Leistung ist dunkelblau, dementsprechend auch der Balken. Und wenn ich jetzt eine weitere Leistung erfasse, gehe ich wieder aufs Plus, suche jetzt hier mein Projekt raus, Windanlage. Auch hier gehe ich vielleicht mal auf die zweite Phase und könnte jetzt hier den Timer starten, trage hier was ein, viel gezeigt, fertig. Und könnte jetzt hier entsprechend sagen, das habe ich 2 Stunden getan. Klicke auf Fertig und die Leistung ist erfasst. Und dann sehen Sie entsprechend auch, wie sich hier der Balken weiter aufbaut. Und dann habe ich so auch gleich eine Kontrolle, stimmen Präsenzzeiten und Leistung hier überein. Ja, ich würde gerne noch mehr zeigen, aber ich denke, wir müssen weiterkommen. Ich bin jetzt ganz gespannt, ob der Herr Sorenson mit seinem Gutachten zu Potte kommt und würde da übergeben an meinen Kollegen. Vielen Dank. Genau. Dann übernehme ich an dieser Stelle. In meiner Rolle als Lars Sorenson sehe, dass ich eine offene Aufgabe bekommen habe, mich um das Gutachten zu kümmern. Ich kann die öffnen. Und Gutachten Windanlage, ich denke mir, das habe ich doch gemacht, das habe ich doch erledigt. Warum findet der gute Herr Keller das denn nicht? Ich öffne unsere neue Suchseite und erinnere mich noch, da ging es irgendwie um ein Rotorblatt. Okay, ich suche mal nach Rotorblatt. Aha. Was wir hier sehen ist, ich habe nach Rotorblatt gesucht, finde aber das Projekt anhand des Begriffs Rotorblätter. Das heißt, wir erweitern unsere Volltextsuche so ein Stück, dass sie eben auch solche nahe verwandten Begriffe findet. Auch einfache Rechtschreibfehler werden erkannt werden. Die
Wir bieten optional zusätzlich eine phonetische Suche an. Klassisches Beispiel Meier, Meier, Meier und Meier. Wie schreibt man den jetzt? Die klingen alle gleich. Phonetische Suche meint, dass man einen Begriff nach seinen Lauten sucht. Und das kann man dann in diesem Fall beispielsweise aktivieren, um da die Suchergebnisse noch ein bisschen zu verbreitern und auch den Meier mit AI und AY zu finden. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass ich mein Gutachten nicht finde. Ich bin mir sicher, dass ich es erstellt habe. Ich muss es mal so suchen. Nee. Also hier ist es. Hä? Okay, ich suche mal nach Gutachten. Gutachten. Hey, da ist es. Okay. Offensichtlich haben wir unseren Text verändert, deswegen habe ich es mit Rotorblatt nicht mehr gefunden. Aber Sie haben trotzdem gesehen, dass wir mit Rotorblatt auch mehr Begriffe finden. Jetzt gehe ich hier nochmal rein, zeige ich Ihnen das hier nochmal, und gehe noch kurz auf unsere neue Suchergebnisseite ein. Wir haben hier eine Relevanz, mit der uns die Suche sagt, wie gut dieses Suchergebnis Ihrer Meinung nach zu dem Suchbegriff passt. Wir sehen hier, welches Objekt das ist. Wir sehen auch, in welchem Feld wir den Begriff gefunden haben. Und wir sehen hier auch den Kontext, aus welcher Begriff das Suchergebnis quasi ausgelöst hat. In dem Fall ist es ein Dokument. Das Dokument in Vertex gespeichert könnte ich jetzt von hier auch direkt öffnen. Wenn ich mehr als 2 Suchergebnisse habe, kann ich die hier auch noch direkt ad hoc nachfiltern und kann sagen, ich interessiere mich nur für Aktivitäten. Ich weiß, es ist ein Dokument oder ein Projekt. Und kann jetzt von hier direkt mein Objekt öffnen. Gehe das hier durch, das ist das Protokoll, ne? Das ist gut. Das Gutachten ist tatsächlich nicht da. Das fehlt, das ist nur das Protokoll. Der Vorführeffekt hat zugeschlagen. Der Trick war eigentlich, ich habe das Gutachten versehentlich an ein falsches Projekt gehängt. Da, aha. Okay. Finde mein Gutachten und erkenne, oh, ich habe es leider an das falsche Projekt gehängt. Korrigiere das hier also kurz. Es hängt am richtigen Kunden, Blau AG. Und genau. Das war es an sich schon. Was ich hier noch sagen wollte zur Suche. Sie werden das konfigurieren können, in welchen Feldern gesucht wird, nach welchen Objekten gesucht wird. Beispiel, Sie möchten Sie möchten Rechnungen anhand der Rechnungsnummer finden, lässt sich einfach konfigurieren. Sie können auch Zusatzfelder, Informationen in Zusatzfeldern verwenden, um Objekte zu finden und können das so relativ frei definieren. Genau. Ja. Darf ich denn mal übernehmen als in der Kellerrolle? Genau, das ist die Kellerrolle. Genau, wir können dann hier mal wieder übernehmen. Ich komme jetzt zurück und schaue mal auf unser Projekt der Windanlage, was sich hier verändert hat. Auch hier kann ich natürlich dann wieder unter den Aktivitäten sehen, dass nun das Gutachten vorhanden ist. Gehe auch hier wieder normal rein und wenn ich jetzt hier mir vorstelle, ich arbeite noch an diesem Dokument oder lese es zumindest durch, ob alles soweit passt, kann ich direkt auch in dem Projekt, das kennen Sie alle, eine Leistung erfassen und da wollte ich Ihnen nochmal den Spellchecker zeigen. Ich gehe jetzt mal hier unterhalb des Projekts in die offenen Leistungen und erfasse hier mal viel geprüft. So, und dann sieht man, wenn ich jetzt hier reingehe, dass er das direkt hier entsprechend unterringelt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel nah rankomme an das richtige Wort, schlägt er mir hier auch die richtigen, wie Sie es aus Word und Co. kennen, die richtigen Worte vor. Kringelchen gehen weg, ich gehe hier hin und erfasse eine Stunde. Leistung erfasst und auch diesen Spellcheck können Sie auch optional ausweiten. Ich glaube, standardmäßig ist es auf den Spesen mit drauf und Auslagen. Genau, und die Texte von Spesen, Leistungen und Auslagen, genau. Aber Sie können im Prinzip für jedes Textfeld den Spellcheck aktivieren. Zum Beispiel Aktivitäten können Sie das eben auch aktivieren und dann haben Sie dort die Rechtschreibprüfung mit integriert. Ja, aber das ist nicht alles. Ich hatte Ihnen noch was versprochen in puncto BI. Auch hier können wir noch mal reinschauen. Ich stehe auf meinen eigenen Projekten und wir gehen jetzt mal hier für die User, die es nutzen, auf unseren Button fürs Business Intelligence. Und eine Änderung sehen Sie sofort. Wir arbeiten hier zum einen mit anderen Farben und auch mit einer kleinen Headline, dass man also auch sofort sieht, wo befinde ich mich denn in Vertex, in dem Fall in dem Modul Business Intelligence.
Und für die von Ihnen, die es nutzen, die sehen auch sofort, hier hat sich einiges getan. Die Legende haben wir überarbeitet. Wir können standardmäßig KPIs mitliefern, die dann auf dieser Sicht immer angezeigt werden sollen. Hier zum Beispiel Deckungsbeitrag, Honorar extern und Kosten. Jetzt hatten natürlich nicht alle Betriebswirtschaft. Wer jetzt sich fragt, wie errechnet sich ein Deckungsbeitrag, kann man auch hier auf das I gehen und sieht dann, wie errechnet sich der KPI und kann dann eben entsprechend schauen, wo kommt denn die Kennzahl her und wie errechnet sich diese. Mit diesem Auge, das ist auch neu, kann ich zum Beispiel auch dann Informationen, die mich nicht interessieren, ausblenden. Dann klappe ich das Auge einfach zu und dann habe ich hier die Kosten reduziert. Genau. Üblicherweise kann ich hier auch dann sortieren, entsprechend nach den KPIs absteigend in dem Fall. Und kann mir hier oben auch die Ansichten so konfigurieren, dass ich hier über die Icons sofort sehe, ist es ein Säulendiagramm oder ist es ein Kreisdiagramm. So kann ich jetzt hier mir mal die offenen Honorare anschauen in Bezug auf meine eigenen Projekte. Und wie immer mit einem Mouseover bekomme ich dann auch die tatsächlichen Werte angezeigt. Das ist das eine. Und das andere, was spannend ist, was ich angekündigt hatte, wenn wir in der Standardansicht sind, dann kann ich gewisse Ordner vorbelegen und die dann auch direkt in der BI-Ansicht öffnen. So zum Beispiel, ich gehe mal hier in das Projektmanagement, dort hat es Stichwortordner für Projekte, wie hier die Projekte nach Bereich. Und Sie sehen hier schon an diesem kleinen Icon, das wird eine BI-Ansicht und wähle ich jetzt mal meine Gutachtenprojekte aus. Dann lande ich entsprechend auch hier gleich in der BI-Ansicht, kann sagen, was gibt es hier zum Beispiel für offene Honorare in allen Gutachtenprojekten und dann natürlich kann ich hier auch einen Drilldown betreiben, schaue mir Einzelprojekte an, wie hier zum Beispiel die Solaranlage und kann hier auch beispielsweise wie in dem Fall mir weitere Sichten bauen, die mir dann hier eine Auswertung über die Bearbeiter gibt. Das soweit erstmal zu dem Business Intelligence. Wir haben noch, glaube ich, einen kleinen Moment Zeit für Fragen. Falls es welche gibt, würde ich Sie bitten, die jetzt zu stellen. Ansonsten erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Spellcheck ist multilingual. Ja, wir liefern es standardmäßig so aus, dass wir auf die Projektsprache testen. Das heißt, auch wenn Sie in einer Leistungsliste verschiedene Leistungen auf verschiedene Projekte haben, verwenden wir die Sprache, die beim Projekt hinterlegt ist, aber Sie können im Prinzip konfigurativ eine beliebige Sprache hinterlegen. Es muss das entsprechende Wörterbuch installiert sein, logischerweise, aber das sind dann die technischen Details. Gibt es noch eine Frage? Dann haben wir wohl alles erklärt. Sehr gut. Herzlichen Dank, Urs Berli. Vielen herzlichen Dank.